Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Schnee, der auf Ceran fällt, ist ein unterhaltsames und nachdenkliches Buch des bekannten deutschen Autors, Kabarettisten und Geschichtenerzählers Thorsten Sträter. In seinem typischen Stil verbindet Sträter in diesem Werk Humor, Ironie und Melancholie zu einem unverwechselbaren Leseerlebnis. Das Buch besteht aus einer Sammlung von Geschichten, Anekdoten und Betrachtungen, die alltägliche Situationen auf überraschende und oftmals absurde Weise beleuchten. Sträter versteht es meisterhaft, den Leser gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken zu bringen. Seine Beobachtungen richten sich auf scheinbar banale Dinge des Lebens und machen diese durch seinen besonderen Blickwinkel und seine sprachliche Brillanz außergewöhnlich. Mit seinem feinen Gespür für Zwischentöne und leisen Humor vermittelt Sträter authentische Lebensnähe, die tief berührt und das Bekannte in neuem Licht erscheinen lässt. Sowohl Fans des Autors als auch neue Leser werden schnell von der warmherzigen und einfühlsamen Erzählweise eingefangen und können sich dem Charme der Texte kaum entziehen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Beobachtung des Alltags. Ein zentrales Thema des Buches ist Sträters außergewöhnliche Fähigkeit, die kleinen und scheinbar unwichtigen Details des Alltags einzufangen. Er richtet seinen Fokus auf Phänomene und Situationen, die jeder aus dem eigenen Leben kennt, wie die Eigenheiten von Haushaltsgeräten, insbesondere das titelgebende Ceranfeld, Begegnungen beim Einkaufen oder die typischen Marotten von Freunden und Fremden. Dabei illustriert der Autor, wie sich in den alltäglichen Routinen und dem scheinbar Normalen oft tiefe, komische oder auch melancholische Wahrheiten verbergen. Sträters Beschreibungen sind von einer liebevollen Präzision geprägt. Er sensibilisiert seine Leser dafür, im eigenen Leben humorvolle und spannende Aspekte zu entdecken und den Alltag mit anderen Augen zu sehen. Zweitens. Humor als Bewältigungsstrategie. Humor ist das zentrale Stilmittel und zugleich eine Überlebensstrategie für Sträter. Er betrachtet das Leben durch eine ironische und absurde Brille, die ihn und seine Leser selbst über schwierige oder peinliche Situationen schmunzeln lässt. Dies zeigt sich etwa in den Schilderungen gescheiterter Vorhaben, Peinlichkeiten oder Missgeschicken, bei denen Lachen zur Bewältigung beiträgt. Der Autor offenbart, wie seine humorvolle Haltung hilft, mit Unsicherheiten, sozialen Erwartungen und zwischenmenschlichen Problemen umzugehen. Das schafft eine Verbindung zu den Lesern, die sich in Sträters selbstironischem Umgang mit dem Scheitern und den Tücken des Lebens wiedererkennen können. Die Texte regen dazu an, belastende Situationen mit einer Portion Gelassenheit und Selbstironie zu meistern. Drittens. Zwischen Melancholie und Lebensfreude. Sträter beherrscht die feine Balance zwischen Heiterkeit und Nachdenklichkeit. Immer wieder schwingen Zwischentöne von Melancholie in seinen Erzählungen mit, die durch überraschende Wendungen oder humorvolle Zuspitzungen aufgelöst werden. Die Texte berühren den Leser emotional, indem sie existenzielle Fragen rund um Sinn, Glück, Beziehungen und Vergänglichkeit ansprechen, ohne dabei je ins Sentimentale oder Pathos abzurutschen. Das Zusammenspiel von Leichtigkeit und Tiefe verleiht dem Buch große Authentizität und macht aus lustigen Erzählungen bewegende Geschichten, in denen auch Raum für Verletzlichkeit bleibt. Diese Vielschichtigkeit ist eine der großen Stärken von Sträters Schreiben. Viertens. Sprache und Stil. Wortgewandtheit als Markenzeichen. Thorsten Sträter ist ein Meister der Sprache. Seine Wortgewandtheit, der pointierte Satzbau und die Liebe zum Detail machen jede Geschichte zu einem sprachlichen Vergnügen. Er spielt mit unterschiedlichen Registern und lässt seine Texte zwischen lakonischer Sachlichkeit und absurder Übertreibung changieren. Besonders auffällig ist sein Sinn für Rhythmus und Timing, die seinen kleinen Alltagsbeobachtungen ein großes Unterhaltungspotenzial verleihen. Die kreative Nutzung von Wortspielen, Vergleichen und Bildern sorgt für ständige Überraschungen und lässt die Lesenden in die Welt des Autors eintauchen. Sträters unverkennbarer Stil ist dafür verantwortlich, dass selbst kurze Sätze und beiläufige Bemerkungen pointiert und tiefgründig wirken. Schließlich Empathie und Menschlichkeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Buches ist,
Sträters einfühlsamer Umgang mit den Menschen, über die er schreibt. Jede seiner Figuren, ob real oder fiktiv, beschreibt er mit Respekt und einer gewissen Zuneigung. Selbst die Schwächen und Schrullen seiner Protagonisten werden von ihm nicht bloßgestellt, sondern liebevoll aufgegriffen. Durch diese empathische Perspektive gelingt es dem Autor, eine menschliche Tiefe zu schaffen, die die Leser berührt und dazu einlädt, eigene Mitmenschen mit größerer Toleranz und Nachsicht zu betrachten. Die Texte sind geprägt von Verständnis und einem warmen Blick auf die Vielfalt menschlicher Erfahrungen, was Sträters Werk stark von anderen humoristischen Autoren abhebt. Zusammenfassend: Schnee, der auf Ceran fällt, ist ein Buch, das vor allem für Leserinnen und Leser empfehlenswert ist, die Freude an intelligentem, vielschichtigem Humor haben und sich für die Feinheiten des Alltags interessieren. Es richtet sich an Menschen, die mit einem Augenzwinkern durchs Leben gehen oder es lernen möchten, kleine und große Missgeschicke des Alltags mit mehr Gelassenheit und Selbstironie zu betrachten. Besonders profitieren jene, die sich auf poetische und unterhaltsame Weise mit ihrer Umwelt auseinandersetzen wollen oder Inspiration suchen, den eigenen Perspektivenwechsel zu wagen. Das Buch kann ihr Leben bereichern, indem es den Blick für das Komische im Gewöhnlichen schärft. Es fördert Empathie, weil Sträter seine Figuren menschlich und zugänglich beschreibt und inspiriert dazu, eigene Schwächen anzunehmen. Die Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit ist wohltuend, weil sie zeigt, dass beides nebeneinander existieren kann und sogar muss, um das Leben in seiner Fülle zu erfassen. Statt auf andere humoristische Werke zurückzugreifen, besticht Schnee, der auf Ceran fällt, durch Sträters einzigartigen Erzählstil, seine Sprachgewandtheit und die besondere Kombination von Alltagsbeobachtungen, Humor und Menschlichkeit. Es geht nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um Inspiration für den Alltag und einen empathischeren Umgang mit sich selbst und anderen. Die hohe literarische Qualität und die Originalität machen dieses Buch zu einer lohnenswerten Investition für alle, die mit wachem Blick und offenem Herzen durchs Leben gehen wollen. Wenn Sie unterstützen möchten, Thorsten Sträter, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.